HP, du bist gerade erst angekommen, ne? Ja, wir sind jetzt vor 5 Minuten angekommen, mussten uns erstmal so ein bisschen akklimatisieren und dann mal sehen, was heute so abgeht. Ich hätte jetzt gedacht, du kommst vielleicht schon früher und guckst dir irgendwelche Bands hier an, aber das ist nicht so dein Ding, oder? Ja, also das ist leider so, egal wo wir sind. Ich habe noch ganz selten überhaupt mal einen anderen Eck gesehen, weil das ist immer so dieser Ablauf. Hotel, nochmal hinlegen, fertig machen, Backstage, Warm-up, Show, weg. Sag mal, was ist das für eine Geschichte mit dem Venom-Mitglied hier? Das habe ich irgendwie so am Rande mitbekommen. Was geht da ab? Was passiert da zwischen dir und Venom? Wer ist das? Gitarrist? Irgendwie diese Gitarrengeschichte? Gibt es da irgendwie eine... Ach so, du meinst Jeff? Ja. Ja, der war, das ist schon ein paar Jahre her. Da hatten wir so. den mal mit auf Tournee. Ja. Da haben wir so zum Beispiel Fire und Faster Hard, also die Nummer, die Gitarre haben wir dann voll inszeniert. Der hat das live gemacht und das war fett. Ist aber schon ein paar Jahre her. Das fiel nämlich jetzt hier noch mir jemand auf, in der Rockpalast-Redaktion speziell, sagte, hey, musst du mal nachfragen und so. Das mache ich jetzt an dieser Stelle. Also okay, ist schon ein paar Jahre alt, dann ist es auch egal. Ja. Sag mal, vorbereitungsmäßig, also gibt es da irgendwie was bei euch, musst du hier mit den Tänzern coachen oder irgendwas in der Art? Oder? Nee, also wir haben feste Rituale, das heißt, wir haben unseren Raum, da steht eine fette Anlage, wir hören Musik, so Warm-up, 1, 2 Drinks und dann eine Stunde vorher und dann geht's los. Okay. Und die Tänzer, wer macht die Choreografie dafür? Also das machen die alles selbstständig, die kriegen auch die Songs, das üben die alles vorher ein, also wenn die zu Hause sind und da haben wir eigentlich, wir geben mal hier und da einen Tipp oder so, aber im Großen und Ganzen sind die da autark. Hast du die denn? Ja, schon. Das habe ich mir auch genauso vorgestellt. Sag mal, diese Geschichte, was mir dieses Jahr auch echt krass aufgefallen ist natürlich logischerweise diese Jimmy Fallon Nummer, weißt du, mit der Jimmy Fallon Show. War das eine Überraschung für dich? Ich meine, das ist ja, muss man sagen, für die, die es nicht kennen, ist halt ein riesengroßer Talkshow-Star in den USA, der dann plötzlich auf euch aufmerksam geworden ist. Ja, also das war natürlich eine Überraschung, weil ich kannte die Sendung, habe auch gerade die Rubrik, das habe ich schon ein paar Mal gesehen, mit Do Not Play und habe auch mich oft köstlich amüsiert und dann ist mir so das Lachen im Hals stecken geblieben, als plötzlich unsere Scheibe da war. Aber das war natürlich mega Promo und eine lustige Aktion, weil ich muss überlegen, die kennen so Scooter nicht in dem Maße. Und wenn der dann hört, hier, how much is the fish und so, der dachte, was ist das? Und das war echt lustig dann, als das so hin und her ging. Und ich war da ja auf Ibiza, hatte so manchmal dann noch so eine harte Partynacht und dann sagt Jens, mein Manager, immer, Mensch, HP, du musst jetzt Jimmy Fallon antworten. Ich sage, lass mich noch mal 2 Stunden pennen, ich bin noch gar nicht wach. Also das war lustig. Großartig. Aber so eine Einladung, dann tatsächlich hinzufahren und mal aufzutreten in der Show, das hat er sich dann irgendwie nehmen lassen, oder was? Ja, also das war ja kurz, also es ging ja echt hin und her und dann dachten wir, na, mal gucken, ob da noch was kommt. Aber gut, irgendwann ist sowas dann auch durch. Wenn du das dann 2, 3 Mal hat er das ja noch aufgegriffen. Und nee, das war dann auch gut so. Was geht sonst im Moment bei euch? Was macht ihr? Also wir haben ja jetzt wirklich Festivalsaison. Eigentlich seit Juni sind wir jedes Wochenende unterwegs, also auch meistens im Ausland. Also das ist ja hier eigentlich so das erste Mal in Deutschland, dass wir so ein großes, renommiertes Festival spielen. Also ich weiß nicht, das ist ja oft der Prophet im eigenen Land. Wir haben ja in anderen Ländern, wir waren jetzt gerade auf dem Untold Festival Rumänien, das war in so einem Stadion, 50.000, also Wahnsinn. Ne? Und wir haben also gemischt, auch manchmal kleinere Dinger, aber das macht eben echt Spaß. Also ich liebe das so draußen und dann hast du ja auch meistens Set, 70 Minuten, 80 Minuten, also man macht sich nicht völlig kaputt, so sonst 2 Stunden. Und die Atmosphäre ist halt noch eine andere. Ne? Ich liebe diese Open Airs, echt. Und wenn du zwischen so Bands hier spielst, also ich meine, das sind ja so, weißt du, so Rockbands, Indie-Bands, was weiß ich, das habt ihr normalerweise nicht, ne? Also so in der Form. Ja, ist unterschiedlich. Also dieses Untold, wo wir waren, war jetzt so ein reines so Dance-Festival mit Afrojack, den ganzen DJs, Hardwell und so weiter. Aber wir hatten eben auch schon Rock-Festivals, wie dieses Nova Rock in Österreich, wo ich vor uns Mötley Crüe gespielt haben und dann geil. Scooter, wo wir vorher manchmal auch dachten, oh Gott, geht das gut? Ja. Aber zum Glück hat es immer funktioniert. Ich hoffe heute auch, man weiß es ja nie. Ich weiß es immer nicht genau. Also, aber also die Show sozusagen, das ist das, was ihr sonst macht. Oder habt ihr was Spezielles euch noch ausgedacht fürs Highfield? Also wir fahren natürlich ordentlich auf, ne, machen dann also alles, was geht. Aber unsere Show ist ja per se eigentlich immer so ein bisschen Rock'n'Roll-mäßig. Ne? Das ist ja so vom Bühnenbild oder von der Performance. Es ist zwar elektronisch, aber es ist ja doch irgendwie also eigentlich mehr Rock so. Aber Rammstein toppt ihr im Pyro nicht, ne? Oder? Nee, ich glaube, die haben ja das zur Wissenschaft gemacht, das Ganze. Ne? Also da kommt man so schnell nicht ran. Aber Pyro ist auch bei uns immer ein wichtiges Element. Aber jetzt auch nicht tragend, sondern supportend. Schon mal was schiefgelaufen mit der Pyro?
Also zum Glück nichts Großes. Also meistens, dass irgendwas nicht zündet. Also eigentlich eher so negativ, dass irgendwas nicht gezündet hat. Einmal ist ein Pelzmantel von mir in Flammen aufgegangen. Der stand so an der Gitarre und da kam die Fontäne raus. Aber zum Glück nichts groß passiert. Ne? Das ist aber auch ein schönes Bild eigentlich. Haben die Leute wahrscheinlich gedacht, das ist so geplant gewesen, oder? Ja, ich denke auch. Was passiert sonst? Also macht ihr Urlaub dieses Jahr noch? Was hast du vor? Also ich habe den Urlaub so dazwischen gequetscht. Ich hatte mal ein Wochenende geblockt, weil wir sonst echt durchgehend unterwegs sind. Und da war ich auf Ibiza und Saint-Tropez. Und ich mache dann nochmal so 4, 5 Tage zwischendurch immer mal. Okay. Aber es geht irgendwie ständig weiter und dann wieder im Studio, wo wir auch zusammen mal waren, nehme ich mal an, schon wieder an neuen Sachen am Arbeiten? Oder? Also wir haben das diesmal echt so gemacht, dass wir gesagt haben, den ganzen Sommer spielen wir Festivals, ansonsten macht jeder, was er will. Und dann treffen wir uns im Herbst, wenn das Wetter schlecht wird und gehen dann so richtig intensiv wieder ran und wollen dann jetzt zum Bandjubiläum 25 Jahre haben wir übernächstes Jahr. Da machen wir eine riesen Tournee, Europa und ein neues Album und da arbeiten wir jetzt drauf hin. Das ist auch so krass, 25 Jahre. Ne? Hättest du gedacht vor 25 Jahren, dass du hier immer noch stehst und es machst? Nee, also ich bin ja nie so, dass ich lange im Voraus plan, aber das hätte ich, glaube ich, so nicht erwartet. Aber irgendwie, das geht immer so weiter. Man denkt ja auch gar nicht so drüber nach, was mal war und so. Und plötzlich so, zack, wieder 10 Jahre rum. Und das ist schon, ich erinnere mich noch so, als wir 10 Jahre Scooter hatten, das kommt mir vor wie gestern. Und das ist schon manchmal erschreckend. Was sich ja auch echt getan hat, da haben wir auch schon mal uns drüber unterhalten, was ich super spannend finde, deshalb auch eben im Kontext von so einem Rockfestival hier, dass ihr eigentlich inzwischen, also es gab diese Zeit, wo Scooter und so ein bisschen Naserümpfen und so und sich lustig gemacht haben, inzwischen seid ihr über alles erhaben, so kommt mir so vor. Ja, also ich finde das toll, muss ich wirklich sagen. Und manchmal kann man das selber noch gar nicht so glauben, dass du da wirklich so diese Festivals, wo sämtliche Rockbands und so und mit so einem Selbstverständnis, was es ja auch irgendwie nicht ist. Wir sind ja schon aus einer anderen Richtung, aber es hat sich eben irgendwann so, ja, es ist so ein Kult geworden und es ist ja auch eine Energie da. Es geht ja wirklich ab und die Leute, alle Hände sind oben, also das passt ja auch irgendwie. Nur du bist ja auch, eigentlich bist du ja ein Rock-Fan, ne? Also du bist ja immer irgendwie gerade aus der Ecke sozusagen, ich meine gut, du hast Celebrate and None vorher, aber auch so elektronischer, ein bisschen so Wave-mäßig fast schon, aber du bist ja eigentlich schon trotzdem irgendwie auch so ein Rock-Child, oder? Ja, also ich bin da wirklich mit aufgewachsen. So also Kindheit, frühe Jugend war bei mir wirklich Hardrock, ne? So Rainbow, Deep Purple, Led Zeppelin. Und hin und wieder höre ich mir das ja heute noch gern an. Aber was ist dann schiefgegangen? Na gut, das war so in der Schulzeit. Ich glaube, das ist normal, wenn du dann irgendwann auch so durch Einfluss von anderen, da hat mir irgendeiner eine Scheibe damals von Softcell gegeben. Ich habe mir die angehört, fand die toll. Und dann sucht man ja auch so, das ist ja auch so eine Identitätssuche. Dann habe ich angefangen, mir die Haare abzuschneiden, zu schminken. So New Wave fand ich toll. Und ich glaube, das hat jeder, dass man solche Phasen durchlebt. Und irgendwann besinnt man sich dann wieder so drauf. Bei mir kam das irgendwann, dachte ich, ah ja, das war ja doch ganz geil. Dann hört man auch mal wieder so alte Rockscheiben. Und irgendwelche Helden hier auf dem Festival, also die du vielleicht im Line-Up gesehen hast von den Bands, die hier spielen? Also ich finde ja Limp Bizkit richtig cool. Also von denen habe ich ja auch die damals so diese großen Hits, die hatten eben. Und das geht richtig gut zur Sache. Also die finde ich klasse. Cool. Mein Lieber, viel Spaß nachher beim Auftritt. Ich gucke mir das an, live und in Farbe hier auf der Bühne. Scooter? Sehr gut. Okay, Wicked.